Wir haben aktuell 18 Knoten hoch am Wind von vorne. Es geht dem Ende zu. Wir müssen uns auf den Weg machen Richtung Italien. Wir haben jetzt bestimmt schon 17 Mal umentschieden, ob wir jetzt um die Peloponnes rumfahren oder den Korinth-Kanal bezahlen. Ich denke schon an die Winterarbeiten. Wir sind auf Nachtfahrt. Jetzt ist 4 Uhr. Wir sind auf dem Weg von Andros ans Festland bei Athen. Und wir wollen heute den Poseidon-Tempel erreichen, die Bucht, die davor ist. Auf dem Weg dorthin haben wir diese Meerenge, die wir gestern auch durchquert haben, zwischen Andros und Euboea, wieder gequert. Diesmal in die andere Richtung. Die Bedingungen sind aber, wie ihr sehen könnt, etwas rauer, als wir es erwartet hatten. Wir haben aktuell 18 Knoten hoch am Wind von vorne, und zwar wahren Wind. Und gleichzeitig auch eine Welle von vorne, die ja so dürfte so 0,6 sein etwa, allerdings im kurzen Abstand. Und die läuft zum spitzen Winkel auf uns zu. Ja, wir haben jetzt noch 3-4 Meilen, dann sind wir vor der Landspitze, die zu einer Insel gehört, die wiederum vor dem Festland liegt. Und zwischen dieser langen Felseninsel und dem Festland Athen bildet sich auch eine Düse aus. Deswegen ist es hier auch so unruhig. Ansonsten läuft es aber wirklich gut. Also wir fahren die ganze Zeit so 5,4 bis 6 Knoten. Ich habe mittlerweile nur noch die Genua stehen, und zwar im 3. Reff. Wir sind nachts unterwegs, da fahren wir immer ein bisschen defensiver. Trotzdem ist es so, dass hin und wieder die Gischt von vorne übers ganze Boot geht. Ja, also ich sitze trocken, soweit alles gut. Und sobald wir dann um die Landspitze von dieser Felseninsel rum sind, kann ich dann abfallen, werde dann den Wind von hinten haben. Und ja, und dann kann ich die Genua wieder ausrollen und ja, dann eben Downwind fahren. Bilder kann ich euch leider keine zeigen, weil es ist einfach zu dunkel. Ich kann nichts aufnehmen. So, ich zeige euch mal, was wir gerade machen. Das hier ist Andros. Das hier ist die Linie, die wir bis hierher gesegelt sind. Und man sieht, das ist der Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Wir wollen hier bis zu diesem Punkt fahren, dann abknicken und hier zwischen dieser schmalen Insel und dem Festland, auf dem Athen liegt, dann runterfahren. Und wir fahren jetzt hoch am Wind. Wir haben eine Welle, die spitz von vorne reinläuft. Und gestern sind wir hier durchgefahren zwischen Andros und Euboea. Und diese Straße, da geht praktisch der ganze Verkehr durch, der Richtung Türkei geht und überhaupt in die Ägäis und ins Schwarze Meer. Dementsprechend viel Verkehr ist hier auch auf dieser Achse. Das hatten wir jetzt gerade beim Queren. Und jetzt steuere ich hoch am Wind, um hier hinter diese Insel zu kommen und dann durch die Düse mit achterlichem Wind runterfahren zu können. Und auf dieser Landspitze ganz unten ist der Poseidon-Tempel. Der thront hoch über dem Meer und soll wunderschön sein. Da wollen wir heute hin. Und ich wollte vermeiden, wir haben jetzt noch relativ moderate Bedingungen mit so, ja, vorausgesagt waren so 15 bis 16 Knoten. Das geht aber oft an die 18 bis 19 Knoten. Jetzt aktuell ist 4 Uhr und wir schätzen, was sagt denn ETA? ETA sagt 7:39 Uhr. Also ist noch ein ganzes Stück dahin. Aber es läuft ganz gut und bin ganz zufrieden. Zehn Minuten vor 7 Uhr. Wir sind
gestern Abend um 10, 11 in Andros losgefahren und sind jetzt auf dem Weg zum Poseidon-Tempel. Da wollen wir ankern, uns das angucken, mal sehen, ob wir hoch können oder ob wir einfach nur so die Aussicht genießen. Und dann geht das weiter in den Saronischen Golf Richtung Korinthkanal. Nachtfahrt haben wir nicht so viel aufgenommen, weil es immer das Gleiche ist. Es ist dunkel und es gibt nicht viel zu erzählen, es gibt gar nichts zu sehen. Das war gestern wirklich, wirklich schön auf Andros und Chora, die Hauptstadt sozusagen. Uns wurde gesagt, jede Insel hat so eine Verwaltungsstadt, Hauptstadt, das heißt Chora. Und hier auf Andros, die Chora, ist wirklich eine der schönen und das hat uns auch richtig, richtig gut gefallen. Und wir haben jetzt noch mal so kurz vor Schluss das Griechenland gesehen, das wir so im Kopf hatten, und da sind wir beide wirklich echt glücklich drüber, dass wir das nochmal gesehen haben, weil das haben wir noch ein bisschen gesucht. Wir sind auf Andros im Norden der Kykladen. Die Insel ist grüner, als man es hier erwartet, mit Quellen, Bächen und kleinen Dörfern, die sich in die Hügel schmiegen. Wir liegen in der Bucht von Batzi vor Anker, ein geschützter Ort, freundlich, überschaubar, mit einer kleinen Promenade und ein paar Tavernen am Wasser. Einen Tag nach unserer Ankunft wollen wir mehr von der Insel sehen und fahren mit dem Bus in die Chora. So nennt man in Griechenland die Hauptorte einer Insel. Auf Andros liegt sie auf einer schmalen Landzunge zwischen zwei Buchten. Die Fahrt dorthin ist schon ein Erlebnis. Kurven, Ausblicke auf das Meer, grüne Täler, weißgetünchte Häuser in der Sonne. In der Chora angekommen, spürt man sofort diesen besonderen Charakter. Alt und elegant, aber unaufgeregt. Ein Ort, der nicht beeindrucken will, sondern einfach da ist, mit Geschichte, mit Seele. Wir schlendern durch die Gassen, schauen in kleine Läden, setzen uns auf eine Bank und sehen den Alltag zu. Hier läuft die Zeit langsamer und für einen Moment fühlt es sich an, als wären wir angekommen. Doch am Horizont kündigt sich der Meltemi an. Der Wind, der im Sommer über die Kykladen fegt, wird stärker. Wir müssen weiter. Schade, wir wären gern geblieben. Wir hätten jetzt gerne noch mehr Zeit gehabt, aber es ist September, es geht dem Ende zu, wir müssen uns auf den Weg machen Richtung Italien und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen die Wetterfenster nutzen, die wir haben. Wir wollen im Ionischen Meer dann auf ein Wetterfenster warten nach Italien oder direkt nach Malta, weil für uns ist Malta gesetzt, dass wir da noch mal gerne bleiben möchten. Wie lange und wie viel wir schaffen, müssen wir sehen, aber das ist so unsere Vorstellung. Den Tempel haben wir uns jetzt angeguckt, so vorbeigefahren, angeguckt. Ist ein Tempel. Ist ein Tempel. Ja,
Ich habe nachgeguckt, also wir wären gerne hochgegangen, aber dieser eine Tempel kostet 20 € Eintritt und das... In Sizilien kriegen wir Mengenrabatt. In Sizilien haben wir für 30 € 10 Tempel gesehen. Nein, finde ich ein bisschen viel, ist es uns nicht wert. Der Ankerplatz ist voll. Und wir haben jetzt beschlossen, wir fahren weiter, weil der Wind ist jetzt gerade auch ganz angenehm und es wird auch noch eine Weile so weitergehen, dass der Wind angenehm ist. Wir fahren jetzt entweder nach Egina, das ist das, wo wir gerne hin möchten. Wenn der Wind uns aber doch irgendwann nicht mitspielt, dann drehen wir ab nach Poros und dann werden wir da 1, 2, 3 Tage bleiben, so lange wie es uns auch immer gefällt und bis der Wind dann passt und dann sind wir ja schon kurz vor Korinth, wenn wir uns nicht nochmal überlegen und doch die Peloponnes fahren. Ja, wir haben jetzt bestimmt schon 17 Mal umentschieden, ob wir jetzt um die Peloponnes rumfahren oder den Korinth-Kanal bezahlen. Im Moment liegt der Korinth-Kanal wieder vorne. Ja. Wir halten euch informiert. Ja. Ja, das ist halt echt viel Geld. Andererseits spart es uns halt auch echt viel Zeit und wir würden gerne noch mal ins Ionische Meer fahren. Und wenn wir Peloponnes machen, kommen wir nicht ins Ionische Meer. Nee, dann ist es eigentlich nur eine lange Reise, mehr nicht. Ja, und die Stops werden die gleichen sein, die wir auf dem Hinweg gemacht haben. Weil die Zeit wird knapp. Wir wollen nicht noch einen Monat Etepal bezahlen. Das ist auch viel zu teuer für dieses Boot und für uns. Man merkt auch, der Sommer geht so Richtung Herbst. Ich denke schon an die Winterarbeiten und was ich in welcher Reihenfolge wann machen will. Wir segeln weiter. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. So, jetzt geht's nicht mehr. Wir dümpeln hier mit 1,5 Knoten. Die Genua schlägt, der Baum schlägt auch vom Groß. Also das macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir waren jetzt wirklich tapfer. Wir schleichen seit 1,5 Stunden mit 1,5 Knoten dahin. Also in 2 Meilen kommt dann die echte Landabdeckung. Also ich meine, wir haben eh schon so gut wie keinen Wind mehr. Man merkt das auch, die Genua flappt hinter mir. Das heißt, jetzt mit dem Gennaker das nochmal zu probieren, ist zwar eine nette Idee, aber es geht um 2 Meilen. Bis ich den aufgebaut habe, bleibt 1 Meile übrig. Und dann fahren wir auch nur 3 Knoten, weil der Genny klein ist. Ja, also wir packen jetzt gleich zusammen, schmeißen die Maschine an. Wir haben jetzt vielleicht noch 5 Meilen bis Poros. Sind dann froh, wenn wir da sind. Es war dann doch eine lange Tour, seit gestern Abend um 11. Jetzt geht es auf 1:45 zu. Das heißt, es sind 15 Stunden bis hierher. Für circa, was haben wir denn? 70 Meilen, etwas über 70 Meilen. Den Schnitt weiß ich jetzt nicht. Der erste Teil der Reise, also bis zum Poseidon-Tempel, hatten wir einen Schnitt von 5,1. Da hatten wir ja auch viel Wind. Und das letzte Mal, als ich jetzt für diesen zweiten Trip geguckt hatte, hatten wir 4,3. Und jetzt können wir aber auch langsam ankommen. Es ist wunderbar friedlich hier.
Gut. Mal wieder sind wir mitten in der Nacht losgefahren. Der Meltemi war angekündigt und wir wollten ihm aus dem Weg gehen. Und trotzdem war der Wind schon stärker als erwartet und die Welle höher, als wir gedacht haben. Alles in allem rauere Bedingungen, aber wir waren froh, rechtzeitig los zu sein. Als wir im Tageslicht den Poseidon-Tempel erreichen, überlegen wir noch mal kurz zu bleiben. Doch der Wind steht gut und so entscheiden wir weiterzufahren. Und eigentlich war Aegina das Ziel. Aber der Wind hat mal wieder andere Pläne. Er dreht und irgendwann ist klar, das wird nichts. Also ändern wir den Kurs nach Poros. Das war nicht geplant, aber es ist vertraut. Wir mögen den Ort, doch wir spüren schnell, dass wir hier nicht bleiben werden. Es zieht uns weiter, nicht aus Unruhe, sondern weil die Reise noch nicht zu Ende ist. Da man hier sehr tief ankert, haben wir 60 Meter Kette draußen. Das dauert einen kleinen Moment, bis das wieder drin ist. Wir haben einmal für euch nachgeschaut. Poros ist immer noch sehr schön. Wir wollten ja eigentlich direkt nach Aegina, aber der Wind hat uns nicht rübergelassen. Deswegen sind wir abgedreht nach Poros. Ich drehe mich um, weil ich bin gegen das Licht. Und hier lagen wir jetzt. War jetzt die zweite Nacht, nachdem wir jetzt zweimal durchgeschüttelt wurden durch die große Fähre, uns das ein Glas gekostet hat. Ist alles schön, aber wir wollen weiter. Poros ist echt zu empfehlen. Also wir haben jetzt auch schon wieder von anderen gehört, die nur kurz rein wollten und länger hängen geblieben sind. Das scheint hier normal zu sein. Also wenn ihr in der Gegend seid, lasst Poros nicht aus. Es ist echt irgendwie magnetisch, auch wenn es bestimmt noch schönere Orte gibt und noch bessere Orte gibt. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas hält die Leute immer länger hier. Wir wollen jetzt weiter Richtung Aegina. Schauen wir mal, was wird. Kurz nach vorne und hol den, ne? Ja. Wir holen die letzten paar Meterchen den Anker immer ganz langsam ein. Ausgekuppelt! Wir holen die letzten paar Meter den Anker immer ganz langsam ein, weil der uns sonst mit der Spitze Löcher in den Bug haut. Wir brauchen da noch so einen Beschlag. Da ist die Bugrolle, die Aufnahme hat sehr viel Spiel und dadurch kann das leider passieren, wenn da ganz viel Drive drauf ist.